Die Anunnaki, auch bekannt als Anuna und in verschiedenen anderen Varianten transkribiert, sind eine Gruppe von Gottheiten, die von den alten Sumerern, Akkadern, Assyrern und auch im antiken Babylon verehrt wurden. Die ersten Entdeckungen der sumerischen Zivilisation gehen auf die frühen 1800er Jahre zurück. Eine der wichtigsten Figuren in diesem Kontext war Claudius James Rich, ein britischer Diplomat und Reisender, der Anfang des 19. Jahrhunderts in Mesopotamien arbeitete. Er führte erste Untersuchungen und Ausgrabungen in der Region durch und dokumentierte verschiedene Ruinenstätten, darunter auch Babylon und Ninive. Jedoch war es die Arbeit von Archäologen wie Henry Rawlinson und Jules Oppert in der Mitte des 19. Jahrhunderts, die die sumerische Zivilisation durch die Entzifferung der Keilschrift und die Erforschung von Städten wie Ur und Uruk weiter ins Bewusstsein der Wissenschaft brachte. Im Jahr 1849 führte der Archäologe Henry Layard mit seinem Team Ausgrabungen im Irak durch. Diese archäologischen Ausgrabungen brachten Tontafeln ans Licht, die von den Sumerern verfasst wurden, einer hochentwickelten Zivilisation, die behauptete, von Wesen namens Anunnaki geschaffen worden zu sein. Seine Entdeckungen in Ninive und Nimrud waren bedeutend für das Verständnis der assyrischen und babylonischen Kulturen und leisteten einen wichtigen Beitrag zur Assyriologie. Die systematischen Ausgrabungen und die Funde von Tontafeln und Artefakten halfen, das Wissen über Mesopotamien insgesamt zu vertiefen und lieferten kontextuelle Informationen, die auch für das Verständnis der sumerischen Zivilisation nützlich waren. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Quellen, darunter sumerische Keilschrifttafeln und andere archäologische Funde, die Einblicke in die Mythologie der Anunnaki bieten. Diese Quellen können je nach Fundort und Zeitraum variieren. Auch heute arbeiten Forscher intensiv an der Übersetzung und Restaurierung dieser Tafeln, um all ihre Geheimnisse zu enthüllen. Einige regionale Unterschiede können auf lokale Traditionen und kulturelle Einflüsse zurückzuführen sein, während sich die Interpretationen im Laufe der Zeit weiterentwickeln und verändern. Dies kann zu verschiedenen Versionen der Anunnaki-Mythologie führen, die sich in Details und Betonungen unterscheiden. Die Anunnaki sind Gottheiten im sumerischen und akkadischen Pantheon. Sie gelten als die Nachkommen von An und Ki, dem Gott des Himmels und der Göttin der Erde. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, die Geschicke der Menschheit zu lenken. Der Name Anunnaki leitet sich von An, dem Gott des Himmels ab. Anunnaki bedeutet übersetzt fürstliches Blut oder Samen des Anu und nicht diejenigen, die herabgestiegen sind oder diejenigen, die vom Himmel auf die Erde kamen, wie es viele Quellen behaupten. Die Sumerer glaubten, dass die Anunnaki himmlische Wesen waren, die den Menschen überlegen waren. Sie wurden als halb göttlich und halb menschlich beschrieben und waren bekannt für ihre außergewöhnlichen Kräfte und ihre überlegene Intelligenz. Ihnen wird nachgesagt, den Menschen wichtiges Wissen und technologische Fähigkeiten vermittelt zu haben, die die Grundlage für die menschliche Zivilisation bildeten. Die Sumerer waren tatsächlich in vielen Bereichen Pioniere. Sie erfanden das Rad, entwickelten komplexe Bewässerungssysteme und schufen das erste Schriftsystem. Zudem verfügten sie über beeindruckendes Wissen in der Astronomie und kannten Details über das Sonnensystem. Insgesamt bieten die sumerischen Texte und archäologischen Funde Anlass zu Spekulationen über die Rolle außerirdischer Besucher in der menschlichen Geschichte, obwohl viele Wissenschaftler skeptisch gegenüber diesen Interpretationen sind. Die Anunnaki werden hauptsächlich in literarischen Texten erwähnt, und es wurden bisher nur sehr wenige Beweise für die Existenz eines Kults gefunden. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass jedes Mitglied der Anunnaki seinen eigenen individuellen Kult hatte, getrennt von den anderen. In dem Gedicht Enki und die Weltordnung wird Enki von den Anunnaki geehrt, die seine Macht und seinen Einfluss unter den Menschen von Sumer anerkennen. Die Gottheiten im alten Mesopotamien waren fast ausschließlich anthropomorph, was bedeutet, dass sie menschenähnliche Eigenschaften oder Formen hatten. Sie wurden mit menschlichen Attributen dargestellt und trugen typischerweise Melam, eine mehrdeutige Substanz, die sie in erschreckender Pracht erscheinen ließ.
Melam konnte auch von Helden, Königen, Riesen und sogar Dämonen getragen werden. Die Wirkung, die das Erblicken des Melams einer Gottheit auf einen Menschen hatte, wird als Nie beschrieben, ein Begriff für das körperliche Kribbeln der Haut. Die alten Mesopotamier glaubten fest daran, dass ihre Gottheiten im Himmel residierten und dass die Statue eines Gottes eine physische Verkörperung des Gottes selbst darstellte. Daher wurde den Kultstatuen eine kontinuierliche Pflege, Aufmerksamkeit und eine Reihe von Priestern zugewiesen. Zu den Hauptgottheiten des Pantheons gehörten jene, die an der Versammlung der Götter teilnahmen, in der sämtliche göttlichen Entscheidungen getroffen wurden. Diese Versammlung wurde als göttliches Pendant zum halbdemokratischen Gesetzgebungssystem der dritten Dynastie von Ur betrachtet. Die Ursprünge der ersten Gesetze liegen in den alten Zivilisationen Mesopotamiens, wo die Gottheiten eine zentrale Rolle bei der Schaffung von Ordnung und Gerechtigkeit spielten. Die sumerischen Stadtstaaten, wie zum Beispiel Ur und Lagash, entwickelten früh Rechtssysteme, die auf königlichen Dekreten und religiösen Gesetzen basierten, die von den Priestern der Götter verkündet wurden. Diese Gesetze wurden auf Keilschrifttafeln niedergeschrieben, wie beispielsweise das Kodex Ur-Nammu und der Kodex Hammurabi, und regelten das tägliche Leben sowie strafrechtliche und zivilrechtliche Angelegenheiten. Die Götter wurden als die Quelle der moralischen Autorität angesehen, und ihre Weisungen wurden als unantastbar betrachtet, was die Grundlage für die frühesten bekannten Rechtssysteme bildete. Ein akkadisches Siegel aus der Zeit 2300 vor Christus zeigt Darstellungen der Gottheiten Inanna, Utu und Enki, 3 Mitglieder der Anunnaki. Die frühesten bekannten Verwendungen des Begriffs Anunnaki stammen aus Inschriften, die während der Regierungszeit von Gudea und der dritten Dynastie von Ur verfasst wurden. Ein weiteres Beispiel ist die sogenannte Eridu-Genesis, eine sumerische Keilschrifttafel, die eine Schöpfungsmythologie erzählt, in der die Anunnaki eine wichtige Rolle spielen. Diese antike Erzählung bietet einen faszinierenden Einblick in die kosmologischen Vorstellungen der alten Sumerer und ihre Auffassungen von der Entstehung des Universums. Die Tafel beginnt mit der Beschreibung einer primitiven Welt, die von Wasser und Schlamm geprägt ist, in der die Götter bereits existieren, aber noch keine Ordnung geschaffen haben. Hier treten die Anunnaki auf den Plan, um die Welt zu ordnen und den Menschen zu erschaffen, denen sie die Arbeit übertragen. Durch ihre göttlichen Handlungen formen sie die Erde, errichten Städte wie Eridu als Zentrum der Zivilisation und geben den Menschen die Gesetze und Rituale, um das kosmische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Die Anunnaki, als Wesen von königlichem Blut, werden als Vermittler zwischen Himmel und Erde dargestellt, die die Geschicke der Menschheit lenken und über das Schicksal der Welt entscheiden. Ihre Präsenz in der Eridu-Genesis unterstreicht ihre Bedeutung im sumerischen Glauben und ihre Rolle als Schöpferwesen und Lenker des Universums. Die Eridu-Genesis ist nicht nur eine mythologische Erzählung, sondern auch ein Spiegelbild der sumerischen Kultur und ihrer komplexen religiösen Vorstellungen. Sie veranschaulicht die enge Verbindung zwischen den Göttern und den Menschen und bietet einen Einblick in die moralischen und ethischen Werte, die in der sumerischen Gesellschaft verankert waren. In Inannas Abstieg in die Unterwelt gibt es nur 7 Anunnaki, die in der Unterwelt leben und als Richter dienen. Diese Götter sind bedeutende Figuren in der sumerischen Mythologie und werden oft als mächtige und furchterregende Wesen dargestellt. Die genaue Identität dieser 7 Richtergötter variiert in verschiedenen Texten und Überlieferungen, aber sie werden allgemein als die herrschenden Mächte der Unterwelt anerkannt. In der sumerischen Mythologie sind sie oft als Nergal, Ereshkigal, Namtar, Ninatsu, Nanna, Utu und Enki bekannt. Jeder von ihnen verkörpert verschiedene Aspekte der Unterwelt und trägt zur Bewahrung der kosmischen Ordnung bei. Inanna gelangt in dieser Erzählung an die Tore der Unterwelt, die von Neti, dem Torwächter, bewacht werden. Ereshkigal, die von Inannas Ankunft erfährt, befiehlt, dass Inanna durch die 7 Tore gehen muss. An jedem Tor wird Inanna gezwungen, ein Stück ihrer Kleidung oder ihres Schmucks abzulegen.
Diese Entblößung ist symbolisch für das Ablegen ihrer Macht und ihres Status, bis sie schließlich nackt und verletzlich vor Ereshkigal steht. Diese 7 Tore und das Ablegen der göttlichen Attribute können als Prüfungen gesehen werden, die Inanna durchlaufen muss, um in die tiefsten Geheimnisse der Unterwelt einzudringen. Diese Prüfungen betonen die Notwendigkeit der Demut und der Hingabe im Angesicht des Todes. Vor den Anunnaki, den 7 Richtergöttern der Unterwelt, wird Inanna des Versuchs beschuldigt, die Unterwelt zu übernehmen. Sie wird wegen ihrer Hybris zum Tode verurteilt. Ihr Körper wird getötet und an einen Haken gehängt, was ihren endgültigen Tod symbolisiert. Diese drastische Bestrafung stellt die Konsequenzen von Übermut und Machtstreben dar. Während Inanna in der Unterwelt gefangen ist, bleibt ihre Dienerin Ninshubur an der Oberfläche und sucht verzweifelt Hilfe bei den großen Göttern. Sie bittet Enlil, Nanna und Enki um Unterstützung. Enlil und Nanna weigern sich zu helfen, aber Enki, der weise Gott der Wasser und der Schöpfung, erhört ihre Bitte. Enki schafft 2 geschlechtslose Wesen, Kurgara und Galatur, aus dem Dreck unter seinen Fingernägeln. Diese Wesen werden in die Unterwelt geschickt, um Inanna zu retten. Sie trösten die trauernde Ereshkigal, die ihnen als Dank einen Wunsch gewährt. Sie bitten um den Leichnam Inannas, der ihnen übergeben wird. Mit der Nahrung des Lebens und dem Wasser des Lebens beleben sie Inanna wieder. Große Gottheiten in der sumerischen Mythologie wurden auch mit bestimmten Himmelskörpern in Verbindung gebracht. In der sumerischen Mythologie und der darauf folgenden babylonischen Tradition gibt es eine interessante Verbindung zwischen den Anunnaki-Gottheiten und verschiedenen Himmelskörpern. Die sumerische Astronomie und Astrologie spielten eine bedeutende Rolle im Verständnis der Götter und ihrer Macht. In den alten sumerischen Städten, die am Ufer des Euphrat und Tigris blühten, wurde der Himmel nicht nur als Leinwand für die Sonne, den Mond und die Sterne gesehen, sondern als ein lebendiges Abbild der Götterwelt. Im Mittelpunkt dieser kosmischen Ordnung stand Anu, der mächtige Gott des Himmels. Er war der oberste Gott im sumerischen Pantheon und verkörperte den gesamten Himmel. Die Sterne selbst wurden oft als seine Begleiter angesehen, und in der babylonischen Tradition wurde er besonders mit dem majestätischen Sternbild Draco in Verbindung gebracht. Neben Anu regierte Enlil, der Gott des Windes, der Luft und der Stürme. Er war eng mit dem Planeten Jupiter verbunden, der in der babylonischen Astrologie als mächtiger und königlicher Planet galt. Sein Einfluss erstreckte sich weit über den Himmel und beeinflusste das Schicksal der Menschen. Die Göttin Inanna, auch als Ishtar bekannt, brachte Licht in das menschliche Leben durch ihre vielfältigen Aspekte der Liebe, des Krieges und der Fruchtbarkeit. Inanna wurde mit dem Planeten Venus identifiziert, der als Morgen- und Abendstern bekannt war. Die Venus war in der sumerischen und babylonischen Astrologie von zentraler Bedeutung und galt als eine mächtige Kraft, die das menschliche Leben beeinflusste. Der Mondgott Nanna, oder Sin, war der Vater von Inanna und der Beschützer der Stadt Ur. Nanna wurde mit dem Mond in Verbindung gebracht, dessen Phasen eine zentrale Rolle im sumerischen Kalender und in der Zeitmessung spielten. Utu, der Sonnengott und Gott der Gerechtigkeit, stellte die Sonne dar und war einer der wichtigsten Götter im sumerischen Pantheon. Seine strahlende Präsenz symbolisierte Licht, Wahrheit und Gerechtigkeit, und sein Einfluss durchdrang alle Aspekte des menschlichen Lebens. Nicht zuletzt war Nergal der Gott des Krieges, des Todes und der Unterwelt. Er wurde mit dem Planeten Mars in Verbindung gebracht, der in vielen Kulturen als Symbol für Krieg und Zerstörung galt. Die Sumerer entwickelten ein komplexes System der Astrologie, in dem die Bewegungen der Himmelskörper als Ausdruck des Willens der Götter interpretiert wurden. Dieses System beeinflusste stark die religiösen und gesellschaftlichen Strukturen ihrer Zeit. Die Verbindungen zwischen den Göttern und den Himmelskörpern sind ein faszinierendes Beispiel dafür, wie alte Zivilisationen ihre Beobachtungen des Himmels in ihre religiösen und mythologischen Vorstellungen integrierten.
So wurde Anu nicht nur mit den Sternen des Himmels identifiziert, sondern auch mit dem Äquatorhimmel, Enlil mit dem Nordhimmel und Enki mit dem Südhimmel. Diese himmlischen Zuordnungen spiegelten die kosmische Ordnung wider, die die alten Sumerer als göttliche Struktur ihres Universums betrachteten. Praktisch jede größere Gottheit im sumerischen Pantheon wurde als Schutzpatron einer bestimmten Stadt angesehen und sollte die Interessen dieser Stadt schützen. Es wurde angenommen, dass die Gottheit dauerhaft im Tempel dieser Stadt wohnt. Ein Text erwähnt bis zu 50 Anunnaki, die mit der Stadt Eridu in Verbindung stehen. Akkadische, babylonische und assyrisch-babylonische Darstellungen des Nationalgottes Marduk zeigen ihn als prominentes Mitglied der Anunnaki. Akkadische Texte des 2. Jahrtausends vor Christus folgen ähnlichen Darstellungen der Anunnaki wie in Inannas Abstieg in die Unterwelt, wo sie als Unterweltgottheiten verehrt werden. Während der altbabylonischen Zeit wird eine neue Gruppe von Gottheiten eingeführt, die Igigi, manchmal werden sie auch Igigu genannt. Die Beziehung zwischen Anunnaki und den Igigi ist unklar. Bei einigen Gelegenheiten scheinen die Kategorien synonym verwendet zu werden, aber in anderen Schriften, wie The Poem of Erra, gibt es eine klare Unterscheidung zwischen den beiden. Eine faszinierende Überlieferung besagt jedoch, dass die Anunnaki und die Igigi gemeinsam an der Erschaffung von Eden beteiligt waren. Diese Legende wird in verschiedenen sumerischen Texten erwähnt und gibt einen Einblick in die mythologische Vorstellung der alten Mesopotamier über die Schöpfung. Laut diesen Überlieferungen arbeiteten die Anunnaki und die Igigi Hand in Hand, um Eden zu errichten, ein Ort von paradiesischer Schönheit und Fülle. Diese Zusammenarbeit zwischen den beiden Gruppen von Gottheiten wirft interessante Fragen über ihre Beziehung und ihren gemeinsamen Einfluss auf die Welt der Menschheit auf. Für alle, die mehr erfahren möchten, schaut euch die Anunnaki-Playlist an, in der ihr auch weitere Videos zu diesem faszinierenden Thema findet. Im späten akkadischen Atrahasis-Epos sind die Igigi die 6. Generation der Götter, die gezwungen sind, Arbeit für die Anunnaki zu verrichten. Nach 40 Tagen erheben die Igigi einen Rebellen, und der Gott Enki, einer der Anunnaki, schafft die Menschen aus dem Blut des Rebellenanführers Kingu, um die Igigi von der Mühsal der Arbeit zu befreien. Nach diesen sumerischen Überlieferungen sollen die Anunnaki die Menschen erschaffen haben, indem sie genetische Experimente durchführten und ihr eigenes Erbgut mit dem der primitiven Menschen vermischten. Aber dazu später mehr. Insgesamt bieten die sumerischen Texte und archäologischen Funde Anlass zu Spekulationen über die Rolle außerirdischer Besucher in der menschlichen Geschichte, obwohl viele Wissenschaftler skeptisch gegenüber diesen Interpretationen sind. Die Schöpfungsgeschichte der Anunnaki ist Gegenstand intensiver Debatten und kontroverser Interpretationen. Einige sehen darin einen mythologischen Bericht, andere interpretieren sie als Hinweis auf tatsächliche außerirdische Einflüsse auf die menschliche Evolution. Präastronautiker vertreten die Theorie, dass Menschen mit rhesusnegativem Blut möglicherweise Nachfahren der Anunnaki sind. Zu den angeblichen Nachkommen zählen auch prominente Persönlichkeiten wie Königin Elisabeth II. Diese Theorie besagt, dass die Anunnaki alle 3600 Jahre die Erde besuchen und möglicherweise in etwa 800 Jahren zurückkehren könnten. Diese Ideen stützen sich vor allem auf die Übersetzungen von Keilschrifttafeln, die dem Forscher Zecharia Sitchin zugeschrieben werden. Sitchins Buchreihe Earth Chronicles bildet die Grundlage für diese spekulativen Theorien. In der heutigen Zeit werden die Anunnaki häufig als das Äquivalent des Schöpfergottes des Alten Testaments dargestellt. Historische Keilschrifttexte hingegen zeigen, dass die Anunnaki in der antiken Welt als sumerische Gottheiten der frühen Zeit verehrt wurden. Edward Lipinski, ein Wissenschaftler, analysierte 1971 mehrere antike Texte, darunter die altbabylonische Version des Gilgamesch-Epos, und identifizierte den Berg Hermon und den Libanon als Wohnort der Anunnaki. Er zitiert Zeilen aus dem Gilgamesch-Epos, in denen von der Vernichtung Humbabas des Wächters der Götterwohnung berichtet wird, und den beiden Hauptfiguren, Gilgamesch und Enkidu,
die die geheime Unterkunft der Anunnaki öffnen. Lipinski argumentiert, dass ältere mesopotamische und nahöstliche kanaanitische Texte auf den Zedernwald des Berges Hermon als Wohnort der Anunnaki hinweisen. Er glaubt, dass der südliche Ausläufer des Anti-Libanon, der Berg Hermon, der Ort ist, an dem die Anunnaki in der altbabylonischen Version des Gilgamesch-Epos wohnten. Er weist auch darauf hin, dass der Berg Hermon in der Antike als Hüter internationaler Verträge galt und diese Tradition mit dem Eid verbindet, den die Wächter in 1 Henoch schwören. Lipinski schließt daraus, dass der Berg Hermon der kosmische Berg ist, der die Erde mit dem untersten Himmel verbindet, und dass die himmlischen Wesen sich auf dem Gipfel des Berges Hermon versammeln, da dieser der Berg der Götter, der kananäische Olymp ist. Das Gebiet ist reich an jahrtausendealten Altären und war noch zur Zeit Konstantins des Großen Schauplatz von Kultstätten und Ritualen. Gilgamesch war in der antiken Welt dafür bekannt, Wissen aus der Welt vor der Sintflut erlangt zu haben. Dies schließt den Kreis zu Lipinskis Interpretation der altbabylonischen Version des Gilgamesch-Epos, in der der alte König zum Berg Hermon reist, dem Wohnort der Anunnaki. Die Anunnaki, die sumerischen Gottheiten der alten Urzeit. Ein Pantheon von Göttern, die die Kinder des Himmelsgottes An und seiner Schwester Ki waren. Dies entspricht der biblischen Tradition, nach der die Sterblichen aus dem Staub der Erde geschaffen wurden, Genesis 2:7. Ki wurde ursprünglich nicht als Gottheit betrachtet und erst viel später in der Geschichte des Mythenzyklus in den Rang einer Göttin erhoben. Im Wesentlichen würde dies bedeuten, dass die Anunnaki aus einer Vereinigung zwischen einem Himmelsgott und einer sterblichen Frau hervorgingen, die später in mythischen Traditionen vergöttlicht wurde. Ki ist das sumerische Zeichen für Erde. Die Gefährtin von An wird oft als Personifizierung der Erde selbst betrachtet. Das Konzept einer Gruppe halbgöttlicher Wesen, die von sterblichen Frauen geboren wurden, ist der biblischen und außerbiblischen Tradition der Nephilim sehr ähnlich. Das Buch 1 Henoch, das dem Patriarchen Henoch zugeschrieben wird, beschreibt eine Gruppe von 200 gefallenen Engeln, bekannt als die Wächter, die auf den Berg Hermon hinabstiegen und einen Eid schworen, Nachkommen mit menschlichen Frauen zu zeugen. Diese Vereinigung führte zur Geburt von großen Riesen, die schließlich alle Errungenschaften der Menschen verzerrten und, als die Menschen sie nicht mehr ertragen konnten, sich gegen sie wandten und die Menschen verschlangen. Diese Aktivitäten provozierten das Handeln Gottes, der die Riesen verfluchte, gegeneinander Krieg zu führen, und die Erzengel schickte, um die Wächterführung in den Tälern der Erde zu binden. Die hebräischen Texte bezeichnen die mächtigen Wesen, die von den Wächtern geboren wurden, als die Nephilim. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anunnaki in der Präastronautik-Theorie oft als außerirdische Schöpfer der Menschheit dargestellt werden, während sie in der antiken Welt ein Teil des sumerischen Götterpantheons waren. Nun möchte ich nochmal auf die Igigi oder auch Igigu zurückkommen. In dieser Erzählung verweben sich mythologische Traditionen mit spekulativen Theorien über fortgeschrittene Technologien und die Ursprünge der Menschheit. Tauchen wir ein in die Welt der sumerischen Mythen und die potenziellen technologischen Errungenschaften der Anunnaki und Igigu. Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf den Mythos der großen Flut und vergleichen ihn mit ähnlichen Erzählungen aus verschiedenen Kulturen rund um die Welt. Dabei entdecken wir erstaunliche Parallelen und erhalten spannende Einblicke in die universelle Bedeutung dieses Motivs in der menschlichen Geschichte. Das sumerische Eden, auch bekannt als die mesopotamische Steppe Eden, wird in sumerischen Texten als eine fruchtbare Region beschrieben, die sich im südlichen Mesopotamien, dem heutigen Irak, befand. Die Zusammenarbeit zwischen den Anunnaki und den Igigu bei der Kultivierung von Eden war ein komplexer Prozess, der verschiedene Aspekte der Terraformung, Landschaftsgestaltung, Bewässerung, genetischen Ingenieurwissenschaften und Bauverfahren umfasste. Die Igigu, eine Gruppe semitischer Gottheiten, standen zunächst im Dienste des sumerischen Pantheons der Anunnaki-Götter und fungierten als Arbeiter und Diener der Anunnaki auf der Erde.
Gemäß dem semitischen Atrahasis-Epos waren die Igigu die 6. Generation jüngerer Gottheiten, die für die Anunnaki arbeiten mussten. Der Begriff Igigi ist akkadischen Ursprungs und wird oft synonym mit den sumerischen Begriffen für Götter verwendet. Die genaue Etymologie des Wortes ist unklar, aber es wird angenommen, dass es Himmelsgötter oder die Wachen des Himmels bedeutet. Die Igigi waren eine Untergruppe der göttlichen Hierarchie und standen in einem komplexen Verhältnis zu den Anunnaki, die als Hauptgötter und Schöpfer galten. Die Igigi wurden in der mesopotamischen Kunst und Literatur oft symbolisch dargestellt. Sie wurden manchmal als Sterne am Himmel beschrieben, was ihre Rolle als himmlische Wachen betonte. In den Tempeln und Schreinen wurden den Igigi Opfer dargebracht und sie wurden in Gebeten und Hymnen angerufen, um Schutz und Hilfe zu erbitten. Die Theorie der antiken Astronauten legt nahe, dass die Igigu den Anunnaki ähnlich waren und sich in einer stabilen Umlaufbahn um unseren Planeten befanden. Sie wurden im Wesentlichen als Vermittler zwischen unserer Erde und Nibiru angesehen. Die Ursprünge von Nibiru liegen in der antiken babylonischen Mythologie. In Texten wie dem Enuma Elish wird Nibiru als eine der wichtigsten Gottheiten erwähnt, die eng mit Marduk, dem babylonischen Hauptgott, verbunden ist. Die Erzählungen der Enuma Elish und anderer Texte beschreiben Nibiru als einen bedeutenden Akteur in der babylonischen Schöpfungsgeschichte und als Schlüsselfigur im kosmischen Drama. Die Interpretationen von Nibiru als göttliche Figur variieren je nach Kontext und Quelle. Einige Forscher betrachten Nibiru als eine Personifizierung des Himmels, der kosmischen Ordnung oder als eine Art himmlischen Wegweiser, der die Bewegungen der Sterne und Planeten lenkt. Andere Interpretationen sehen Nibiru möglicherweise als eine göttliche Instanz, die über den Übergang zwischen Himmel und Erde wacht und eine vermittelnde Rolle zwischen den göttlichen und menschlichen Sphären einnimmt. Es ist wichtig zu betonen, dass die Mythologie reich an Symbolik und metaphorischer Bedeutung ist, und daher können verschiedene Interpretationen von Nibiru als göttliche Figur existieren, die sich auf unterschiedliche Aspekte der menschlichen Existenz und des Kosmos beziehen. Wenn man aber davon ausgeht, dass Nibiru eine Raumstation ist, auf der die Anunnaki zu Hause sind, kann man spekulieren, dass die Anunnaki die Igigu möglicherweise von dort aus noch vor den Menschen erschaffen haben, basierend auf einigen Interpretationen sumerischer Mythologie und alter Traditionen. Gemäß diesen Spekulationen könnten die Anunnaki als eine fortgeschrittene außerirdische Zivilisation die Fähigkeit besessen haben, neue Lebensformen zu schaffen oder vorhandene zu modifizieren. Diese Interpretation könnte nahelegen, dass die Anunnaki die Igigu als eine Art Arbeitskraft oder Diener für ihre Tätigkeiten auf der Erde erschaffen haben, ähnlich wie einige menschliche Schöpfungsmythen die Erschaffung von Dienern oder Helfern durch höhere Wesen beschreiben. Heute wissen wir aus verschiedenen Überlieferungen, dass die Anunnaki als Götter der oberen Süßwasserhimmel und die Igigu als Götter im unteren kosmischen Ozean betrachtet wurden und zusammenarbeiteten, um die mesopotamische Steppe zu formen und bewohnbar zu machen. Durch eine spezialisierte Arbeitsteilung gestalteten sie die Landschaft neu, um fruchtbare Böden zu schaffen und ein geeignetes Klima für menschliche Besiedlung und Landwirtschaft zu etablieren. Sie errichteten große Städte und Monumente in Mesopotamien, wie die legendäre Stadt Eridu und das Ziggurat von Ur, was auf ihre Beherrschung von Bautechniken und architektonischem Wissen hinweist. Dies könnte die Verwendung von hochentwickelten Werkzeugen, Maschinen und ingenieurtechnischen Prinzipien umfassen. Der Ziggurat von Ur wurde im frühen 21. Jahrhundert vor Christus während der Herrschaft von König Ur-Nammu, dem Gründer der 3. Dynastie von Ur, erbaut. Dies datiert seine Konstruktion etwa auf die Zeit zwischen 2100 und 2050 vor Christus. Der Ziggurat war dem Mondgott Nanna gewidmet und diente sowohl als religiöses Zentrum als auch als beeindruckendes architektonisches Monument in der antiken Stadt Ur, die im heutigen Südirak liegt. Es ist eines der am besten erhaltenen Beispiele für die monumentale Baukunst der sumerischen Kultur. Es gibt Belege dafür, dass die Stadt Eridu sogar noch früher,
nämlich im 4. Jahrtausend vor Christus erbaut wurde, und der Bau am Tempel von Enki-e-Apsu in Eridu erfolgte während der Phasen Eridu 11 bis Eridu II, die in das 4. Jahrtausend vor Christus fallen. Die Bewässerung und Wasserwirtschaft spielten eine entscheidende Rolle. Die Anunnaki und Igigu entwickelten fortgeschrittene Bewässerungssysteme und Wasserwirtschaftstechnologien, einschließlich Kanälen, Dämmen und anderen hydraulischen Infrastrukturen, um Wasser zu verteilen und Überschwemmungen zu kontrollieren. Südmesopotamien war im Wesentlichen agrarisch und war auf künstliche Bewässerung angewiesen. Die frühesten keilschriftlichen Belege für vollständig entwickelte Bewässerungsnetze stammen aus königlichen Inschriften und Archivdokumenten aus einem Tempelarchiv der Stadt Lagash um 2475 bis 2315 v. Chr. Diese Quellen dokumentieren ein vierstufiges Bewässerungssystem, das wahrscheinlich nach der Vereinigung des Staates durch Ur-Nansche und Eannatum etabliert wurde. Der Bau der Hauptkanäle und Regulatoren wurde vom Herrscher durchgeführt, der auf die Zwangsarbeit der Tempelarbeiter angewiesen war. Die Tempel waren für die Instandhaltung der unteren Bewässerungsstrukturen wie Verteiler und Dämme auf ihren Feldern verantwortlich. Ein weiterer wichtiger Aspekt war die genetische Ingenieurwissenschaft. Texte legen nahe, dass die Anunnaki fortschrittliche Biotechnologien verwendeten, um die ersten Menschen zu erschaffen. Sie mischten ihre eigene göttliche Essenz mit der eines weiblichen Primaten, um eine neue Rasse fähiger und erlernbarer Wesen zu erschaffen. Der Schöpfungsmythos, in dem die Anunnaki göttliches Blut mit irdischer Materie vermischen, um Menschen zu formen, hat Spekulationen über fortgeschrittene Technologien ausgelöst. Die Idee, dass sie in der Lage waren, ihre eigene göttliche Essenz mit der eines weiblichen Primaten zu verschmelzen, um eine neue Spezies zu schaffen, legt nahe, dass sie fortgeschrittene Methoden der genetischen Manipulation hatten. Diese Spekulationen zeigen, dass der Schöpfungsmythos der Anunnaki nicht nur für spirituelle und mythologische Interpretationen geeignet ist, sondern auch dazu dient, über das potenzielle technologische Können einer überlegenen Zivilisation nachzudenken. Darüber hinaus wurden die Anunnaki als Lehrer betrachtet, die Weisheit, Gesetze und moralische Kodizes vermittelten. Dies legt nahe, dass sie robuste Systeme zur Bewahrung und Übertragung ihres fortgeschrittenen Wissens und ihrer Technologien über Generationen hinweg entwickelt hatten. Trotz ihrer Zusammenarbeit entstand später ein Konflikt zwischen den Anunnaki und den Igigu, der aus der Unzufriedenheit der Igigu mit ihrer Zwangsarbeit für die Anunnaki resultierte. Dies führte zu einer offenen Rebellion unter Führung von Kingu, die jedoch von den Anunnaki unterdrückt wurde. Als Folge beschloss der Rat der Anunnaki, Menschen zu erschaffen, um die Arbeit der Igigu zu übernehmen. Die Erschaffung der Menschheit, die aus dem Blut und Geist des rebellischen Igigu-Führers Kingu und Lem durch den Gott Enki entstand, markierte einen Wendepunkt in der sumerischen Schöpfungsmythologie. Diese neuen Kreaturen trugen etwas Göttliches, aber auch etwas Aufsässiges in sich, da sie teilweise von dem Igigu-Führer Kingu abstammten. Nachdem sich die Menschheit vermehrt und unruhig geworden war, beschlossen die Götter, sie durch Plagen zu dezimieren. Enki riet jedoch den Menschen, Geschenke und Gebete von den Göttern zurückzuhalten, bis einer von ihnen die Plagen stoppen würde. Als sich dies nach weiteren 1200 Jahren wiederholte, beschlossen die Götter schließlich, die Menschheit durch eine Flut zu vernichten. Die Geschichte der Anunnaki und der großen Flut ist in mehreren antiken nahöstlichen Mythen erhalten, besonders im Atrahasis-Epos aus dem 18. Jahrhundert vor Christus. Dieses Epos ist eine Fusion verschiedener sumerischer Themen und älterer mythologischer Konzepte und erzählt von einer massiven Flut, die das Schicksal der Menschheit für immer veränderte. In den uralten Zeiten, als Himmel und Erde noch jung waren und die Götter die Geschicke der Welt bestimmten, lebten die Anunnaki, die mächtigen Götter von Himmel und Erde. Unter ihnen waren Enlil, der Gott des Windes und der Erde, und Enki, der Gott des Wassers und der Weisheit. Die Menschheit,
frisch geschaffen und zahlreich wachsend, lebte in den fruchtbaren Ebenen Mesopotamiens. Doch die Menschen waren laut. Ihr Lachen, Weinen und Arbeiten drang bis zu den himmlischen Hallen der Götter. Besonders Enlil, der auf seine Ruhe bedacht war, empfand ihren Lärm als störend und beschloss, dem ein Ende zu setzen. Er rief die Götter zu einem Rat zusammen und sprach: Die Menschen sind zu zahlreich geworden und ihr Lärm ist unerträglich. Wir müssen sie vernichten und die Erde reinigen. Die anderen Götter stimmten zu und beschlossen, eine große Flut zu senden, die alles Leben auslöschen würde. Aber Enki, der mitfühlende Gott, konnte nicht zulassen, dass seine Schöpfung vollkommen zerstört würde. Er beschloss, heimlich zu handeln. In der Stille der Nacht sprach Enki zu Ziusudra, einem weisen und gerechten Mann. Durch eine Mauer hindurch flüsterte er ihm: Ziusudra, höre mich an. Die Götter haben beschlossen, eine Flut zu senden, die alles Leben vernichten wird. Du musst ein großes Boot bauen, es mit deiner Familie und allen Arten von Tieren füllen und so das Leben bewahren. Ziusudra, der den Worten des Gottes vertraute, begann sofort mit der Arbeit. Tag und Nacht baute er an der Arche, einem gewaltigen Boot, das den kommenden Wassermassen standhalten konnte. Er sammelte seine Familie und Paare von allen Tieren, um sie zu retten. Dann kam der Tag, an dem der Himmel sich verdunkelte und die Erde zu beben begann. Regenmassen ergossen sich vom Himmel und die Flüsse traten über ihre Ufer. Die Flut, die die Götter beschlossen hatten, überrollte das Land und verschlang alles Leben. Tag um Tag, Nacht um Nacht tobten die Wasser, bis schließlich nichts mehr außer der endlosen Wasserfläche zu sehen war. Ziusudra ließ Vögel frei, um zu prüfen, ob das Land wieder trocken war. Als die Vögel nicht zurückkehrten, wusste er, dass das Land wieder bewohnbar war. Doch Ziusudras Arche trieb sicher über die Fluten. Nach vielen Tagen und Nächten begann das Wasser zu sinken. Die Arche strandete schließlich auf einem hohen Berg. Er verließ die Arche und brachte Opfergaben dar, um den Göttern zu danken. Enlil, der zuerst erbost war, dass jemand überlebt hatte, erkannte schließlich die Weisheit in den Handlungen von Enki. Er segnete Ziusudra und seine Familie und gewährte ihnen ewiges Leben, damit sie in den Bereich der Götter aufsteigen konnten. So endete die große Flut, und das Leben auf der Erde begann von neuem, bewahrt durch die Gnade und Weisheit von Enki und dem Gehorsam Ziusudras. Die Menschheit lebte weiter, lernte aus ihrer Vergangenheit und ehrte die Götter, die sie erschaffen und gerettet hatten. Eine Version der sumerischen Königsliste führt Atrahasis sogar als historische Figur auf, den Sohn von Ubaratutu, dem König von Shuopak. Das Atrahasis-Epos beeinflusste auch das Gilgamesch-Epos, und Teile davon wurden fast wörtlich übernommen. Die Flutgeschichte in den mesopotamischen Mythen weist starke Parallelen zur biblischen Flutnarrative auf und gilt als weit verbreitetes Motiv in den Schöpfungsmythen des antiken Nahen Ostens. Die Unterschiede und Parallelen zwischen den mesopotamischen und biblischen Versionen betonen die kulturellen und theologischen Nuancen. In der sumerischen Version dauert die Flut nur 6 bis 7 Tage, im Vergleich zu den 40 Tagen in der biblischen Erzählung. Im Atrahasis-Epos warnt der Gott Enki den Fluthelden und hilft ihm beim Bau eines Schiffes. In der Bibel ist es Gott selbst, der Noah anweist, die Arche zu bauen. Das göttliche Motiv hinter der Flut ist ebenfalls unterschiedlich. In den sumerischen Texten entscheiden sich die Götter für die Flut, weil die Menschheit zu zahlreich und unruhig geworden ist. Im Gegensatz dazu wird die Flut in der Bibel als Gottes Strafe für die Sündhaftigkeit der Menschheit dargestellt. In den sumerischen Mythen wird die Flut nicht als einzelnes kataklysmisches Ereignis betrachtet, das die Menschheitsgeschichte in vor- und nachflutige Ähren teilt. Im Gegensatz dazu markiert die Flut in der Bibel einen klaren Wendepunkt in der menschlichen Geschichte. Diese Unterschiede spiegeln die Vielfalt kultureller und theologischer Perspektiven wider, die in verschiedenen Zivilisationen und Religionen existieren, und wie sie gemeinsame Themen wie die Flut interpretieren.
Ein Vergleich der sumerischen und biblischen Flutgeschichten mit ähnlichen Erzählungen in anderen Kulturen und Zivilisationen enthüllt die faszinierende Universalität dieses Motivs in der menschlichen Geschichte. In zahlreichen Kulturen auf der ganzen Welt finden sich Flutmythen, die auf den ersten Blick unterschiedlich erscheinen, aber dennoch erstaunliche Parallelen aufweisen und tiefe Einblicke in die menschliche Psyche, die Natur und die Beziehung zwischen Mensch und Göttlichkeit bieten. In der griechischen Mythologie gibt es die faszinierende Geschichte von Deukalion und Pyrrha, die sich als Überlebende einer gewaltigen Flut wiederfinden und die Aufgabe erhalten, die Menschheit neu zu bevölkern. Diese Erzählung weist bemerkenswerte Parallelen zu den Flutmythen in anderen Kulturen auf, insbesondere zu den sumerischen und biblischen Traditionen. Die Geschichte beginnt damit, dass Zeus, der oberste Gott im griechischen Pantheon, beschließt, die korrupte und sündhafte Menschheit durch eine gewaltige Flut zu vernichten. Deukalion, der Sohn des Prometheus, und seine Frau Pyrrha werden jedoch von den Göttern verschont. Dank einer Warnung von Prometheus können sie sich rechtzeitig in eine Arche retten, die sie sicher durch die Fluten trägt. Nach dem Rückgang des Wassers landen Deukalion und Pyrrha auf dem Gipfel des Berges Parnassus. Auf Anweisung des Orakels der Göttin Themis werfen sie Steine über ihre Schultern, die sich in neue Menschen verwandeln. So entstehen die neuen Generationen der Menschheit. Dieses göttliche Eingreifen, das die Rettung und das Überleben der Helden ermöglicht, zeigt deutlich die Rolle einer übermenschlichen Macht, die das Schicksal der Menschheit lenkt. Diese Parallelen verdeutlichen nicht nur die Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Kulturen und deren Mythen, sondern auch die universelle menschliche Sehnsucht nach Rettung und Neuanfang. Der Gedanke, dass eine höhere Macht eingreift, um das Leben zu bewahren und einen Neuanfang zu ermöglichen, zieht sich wie ein roter Faden durch viele alte Überlieferungen. Auch in der hinduistischen Mythologie findet sich eine beeindruckende Erzählung, die sich um eine große Flut dreht und die Vorstellung einer göttlichen Rettung und eines Neuanfangs betont. Diese Geschichte handelt von Matsya, dem göttlichen Fisch, und dem weisen Menu. Menu, der als der erste Mensch und Gesetzgeber in der hinduistischen Tradition gilt, erhält eines Tages Besuch von einem kleinen Fisch, der ihn um Schutz bittet. Menu nimmt den Fisch mit und setzt ihn in ein Gefäß. Der Fisch wächst jedoch schnell und benötigt immer größere Behälter, bis er schließlich im Ozean freigelassen wird. Zu diesem Zeitpunkt offenbart sich der Fisch als Matsya, eine Inkarnation des Gottes Vishnu, und warnt Menu vor einer bevorstehenden katastrophalen Flut, die alles Leben auf der Erde vernichten wird. Matsya befiehlt Menu, ein großes Boot zu bauen und es mit den Samen aller Pflanzenarten sowie den Arten von Tieren zu beladen, um die Vielfalt des Lebens zu bewahren. Als die Flut beginnt, erscheint Matsya erneut, diesmal in gigantischer Gestalt, und zieht das Boot durch die Wasserfluten, um Menu und die geretteten Lebensformen sicher zu bewahren. Nach dem Ende der Flut wird das Boot auf dem Gipfel eines Berges verankert, und Menu kann das Leben auf der Erde neu begründen. Diese Erzählung hebt die enge Verbindung zwischen der Natur und dem Göttlichen hervor, indem sie zeigt, wie die göttliche Macht nicht nur die Menschen, sondern auch die gesamte Schöpfung rettet. Die Naturkatastrophe wird als göttliche Intervention interpretiert, die sowohl Zerstörung als auch die Möglichkeit eines Neuanfangs bringt. Der göttliche Fisch Matsya symbolisiert die schützende und rettende Kraft des Göttlichen, die in Zeiten größter Not eingreift, um das Leben in all seinen Formen zu bewahren. Die Parallelen zu anderen Flutmythen sind auch hier deutlich erkennbar. Genau wie in den griechischen, sumerischen und biblischen Traditionen steht eine göttliche Macht im Zentrum der Erzählung, die über das Schicksal der Menschheit entscheidet und das Überleben ermöglicht. Diese Geschichten reflektieren eine universelle menschliche Erfahrung und den Glauben an eine höhere Macht, die in Krisenzeiten eingreift, um das Leben zu retten und einen Neuanfang zu ermöglichen. Die hinduistische Flutgeschichte von Matsya und Menu zeigt,
wie die Menschen in verschiedenen Kulturen Naturkatastrophen als göttliche Zeichen interpretieren und durch göttliche Anweisungen und Schutzmaßnahmen versuchen, sich diesen Herausforderungen anzupassen und zu überleben. Sie unterstreicht die Hoffnung und den Glauben an die Möglichkeit des Überlebens und der Wiederherstellung, auch angesichts überwältigender Katastrophen, und stellt die enge Verbindung zwischen der göttlichen Sphäre und der natürlichen Welt in den Vordergrund. In der reichen mythologischen Landschaft der mesoamerikanischen Kulturen finden sich ebenfalls faszinierende Flutmythen, die von einer göttlichen Intervention erzählen und die Menschheit vor der Zerstörung bewahren. Diese Erzählungen spiegeln nicht nur die kulturelle Vielfalt, sondern auch den universellen Charakter des Flutmotivs wider, das sich über verschiedene geografische und zeitliche Grenzen hinwegzieht. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte von Coxcox und Xochiquetzal aus der aztekischen Mythologie. Nach dieser Legende war Coxcox einer von nur wenigen Überlebenden einer großen Flut, die von dem Gott Tezcatlipoca verursacht wurde. Coxcox und seine Frau Xochiquetzal wurden von Tezcatlipoca gewarnt und erhielten den Auftrag, ein Boot zu bauen, um sich vor der Flut zu retten. Sie gehorchten und überlebten die Flut zusammen mit einer ausgewählten Anzahl von Tieren. Nachdem die Flut vorüber war, bevölkerten sie die Erde erneut und begründeten so die neue Menschheit. Ein weiteres Beispiel findet sich im Popol Vuh, dem heiligen Buch der Maya. Auch hier wird die Geschichte einer großen Flut erzählt, die von den Göttern geschickt wird, um die korrupte und unaufrichtige Menschheit zu vernichten. Der Held dieser Erzählung, der als Hunahpu bekannt ist, wird von den Göttern gewarnt und beauftragt, ein großes Boot zu bauen, um sich und seine Familie zu retten. Hunahpu und seine Familie überleben die Flut und bevölkern anschließend die Erde erneut. Diese Geschichten weisen deutliche Parallelen zu den Flutmythen anderer Kulturen auf, insbesondere zu den griechischen, sumerischen und biblischen Erzählungen. In allen diesen Mythen finden sich ähnliche Elemente wie göttliche Warnungen, der Bau eines Bootes oder einer Arche und die Rettung einer ausgewählten Familie, die dazu bestimmt ist, die Menschheit neu zu bevölkern. Diese bemerkenswerten Parallelen verdeutlichen die kulturelle Durchdringung und den universellen Charakter des Flutmotivs, das tief in der menschlichen Vorstellungskraft verankert ist. Die Vorstellung einer großen Flut, die alles Leben auf der Erde bedroht, und die Hoffnung auf Rettung und Neuanfang durch göttliche Intervention sind Themen, die sich in verschiedenen Kulturen und zu verschiedenen Zeiten wiederholen. Sie reflektieren die menschliche Sehnsucht nach Überleben und Erneuerung sowie den Glauben an eine höhere Macht, die das Schicksal der Menschheit lenkt. Diese Vergleiche bieten nicht nur interessante Einblicke in kulturelle Austauschprozesse, sondern ermutigen auch dazu, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen zu schätzen und zu feiern, während wir unsere gemeinsame menschliche Erfahrung erkunden. In der sumerischen Mythologie gibt es viele geheimnisvolle und faszinierende Kräfte und Gottheiten, deren Namen und Rollen oft nur fragmentarisch überliefert sind. Stellen wir uns vor, wir befinden uns in einem alten Tempel von Uruk, einer blühenden Stadt in Mesopotamien. Die Wände sind geschmückt mit kunstvollen Reliefs und Keilschrifttexten, die von den religiösen Riten und den mächtigen Gottheiten berichten, die das Leben der Menschen lenken. Unter diesen Göttinnen und Göttern sticht der Name Mametum hervor, ein Begriff, der in den heiligen Schriften und Ritualen immer wieder auftaucht. Mametum, wie es in den sumerischen Texten beschrieben wird, könnte eine Göttin oder eine herausragende weibliche Figur gewesen sein. Die sumerischen Schriftgelehrten und Priester, die diese Texte niederschrieben, verwendeten Mametum in Kontexten, die oft mit Fruchtbarkeit, Natur und wichtigen gesellschaftlichen Rollen verbunden waren. Die Endung Theom deutet dabei auf eine weibliche Rolle hin, was den Namen Mametum zu einem Titel für eine bedeutende Göttin oder eine wichtige Frau macht. In den archäologischen Entdeckungen, die uns heute vorliegen, finden sich Hinweise darauf, dass Mametum in den religiösen Praktiken der Stadt Mari, einer einflussreichen Metropole am oberen Euphrat, verehrt wurde. In den Mari-Texten, die von administrativen Aufzeichnungen bis hin zu Ritualen reichen,
wird sie als zentrale Figur erwähnt. Diese Texte berichten von Ritualen, in denen Mam-Etum eine bedeutende Rolle spielte und zeigen, wie wichtig sie für die religiöse Praxis der Zeit war. Während andere mesopotamische Gottheiten wie Enlil oder Marduk klar definierte Persönlichkeiten mit spezifischen Eigenschaften und Geschichten besitzen, könnte sie eher als eine unbestimmte, allumfassende Kraft interpretiert werden, die von den Anunnaki als eine Art ungreifbare, aber essentielle Energie angesehen wurde. Sie wird oft in Schöpfungs- und Schicksalskontexten erwähnt. Die traditionellen Texte beschreiben sie als eine göttliche Kraft, die sowohl an der Erschaffung des Kosmos als auch an der Bestimmung des menschlichen Schicksals beteiligt ist. Statt als individuelle Göttin verstanden zu werden, könnte Mam-Etum auch als eine übergreifende Kraft betrachtet werden, die von den Anunnaki in ihrer komplexen Kosmologie als eine essentielle, unbestimmte Macht anerkannt wurde. Ihre Rolle als Schöpfungskraft könnte jedoch weniger die einer Göttin sein und mehr die einer abstrakten Kraft, die das kosmische Gleichgewicht und die Ordnung etabliert. Auch ihre Funktion als Schicksalskraft könnte darauf hindeuten, dass sie weniger als eine spezifische Göttin, sondern als ein grundlegendes Prinzip des Schicksals gesehen wurde, das das Leben der Menschen beeinflusst. Die Darstellungen von Mam-Etum in der mesopotamischen Kunst und Literatur sind bemerkenswert spärlich und tragen zu dem Bild bei, dass sie möglicherweise eine weniger konkretisierte Rolle innerhalb des pantheonischen Systems einnahm. Diese knappen Belege werfen Licht auf ihre Funktion als abstrakte oder unbestimmte Kraft, die weniger als individuell gestaltete Gottheit als vielmehr als übergreifendes Prinzip in den religiösen Vorstellungen der Mesopotamier fungierte. Der Vergleich von Mam-Etum mit anderen mythologischen Figuren zeigt, dass sie weniger mit spezifischen Göttinnen wie den Moiren oder Maat vergleichbar ist, sondern eher mit Konzepten von kosmischen Kräften oder universellen Prinzipien, die in vielen Kulturen als unsichtbare Kräfte die Welt beeinflussen. Diese Interpretation hebt hervor, dass Mam-Etum als eine Art universeller Energie oder Prinzip angesehen werden könnte, das jenseits individueller Göttlichkeiten steht. Die Vorstellung von Göttlichkeit als eine allumfassende Kraft, die die Weltordnung und das Schicksal lenkt, ohne als individuelle Persönlichkeit gefasst zu sein, unterstreicht die komplexe Beziehung zwischen den göttlichen Kräften und der menschlichen Existenz, die in den mesopotamischen Ritualen und Texten reflektiert wird. Pazuzu ist eine bedeutende Figur in der Mythologie des alten Mesopotamien. Er wird häufig als Schutzdämon dargestellt, der gegen böse Geister und schädliche Einflüsse schützt. Pazuzu ist ein Dämon, der hauptsächlich in der mesopotamischen Mythologie bekannt ist, insbesondere in der sumerischen und babylonischen Tradition. Die Ursprünge von Pazuzu sind komplex und reichen bis in das 3. Jahrtausend vor Christus zurück. Er ist ein Mitglied der sogenannten Dämonen der Unterwelt und wurde mit verschiedenen Aspekten der Unterwelt in Verbindung gebracht. Sein Name wird oft als Pazuzu oder Pazuza transliteriert und seine Herkunft wird mit dem Geist des Sturms oder Winddämon assoziiert. Pazuzu wird typischerweise als eine Mischung aus verschiedenen Tieren und menschlichen Elementen dargestellt. Er hat oft den Körper eines Menschen, aber mit dem Kopf eines Hundes oder eines Löwen, manchmal sogar mit Flügeln und einem Drachen- oder Schlangenschwanz. Diese Darstellung macht ihn zu einem besonders furchterregenden Wesen, was ihn zu einem geeigneten Schutzdämon gegen andere böse Geister macht. Die ikonografische Darstellung von Pazuzu betont seine Fähigkeit, zu fliegen und schnelle Bewegungen auszuführen. Diese Attribute sollen seine Macht und seinen Einfluss verstärken, da er in der Lage ist, schnell zwischen den Ebenen der Welt zu reisen und böse Einflüsse abzuwehren. Obwohl Pazuzu oft als bösartiger Dämon dargestellt wird, hat er auch eine schützende Funktion. In der mesopotamischen Tradition glaubte man, dass Pazuzu durch seine Schrecken und seine Macht andere, noch bösartigere Geister fernhalten konnte. Es gibt zahlreiche Amulette und Talisman-Darstellungen von Pazuzu, die von Menschen getragen oder in Häusern platziert wurden, um Schutz vor Krankheiten, Unheil und anderen schädlichen Einflüssen zu bieten.
Die Ambivalenz von Pazuzu ist faszinierend. Er ist sowohl ein Symbol des Schreckens als auch ein Beschützer. Diese Doppelrolle spiegelt sich in den Ritualen wider, bei denen Pazuzu oft durch eine Kombination von Anrufungen und Opfergaben besänftigt werden musste, um seinen Schutz zu sichern. In der antiken Kunst erscheinen Darstellungen von Pazuzu vor allem auf Amuletten, Reliefs und Inschriften. Er wird oft in Szenen gezeigt, die seine Funktion als Schutzdämon betonen, wie in Ritualen oder bei der Abwehr von Feinden. Diese Darstellungen sind nicht nur ein Hinweis auf die Bedeutung von Pazuzu in der religiösen Praxis, sondern auch auf die Faszination und Angst, die er hervorrief. In der modernen Kultur hat Pazuzu durch die Popularisierung von okkulten Themen und Filmen wie Der Exorzist neue Bekanntheit erlangt. In diesem berühmten Horrorfilm wird Pazuzu als der Dämon dargestellt, der den besessenen Charakter beeinflusst, was zu einer gewissen Verwirrung über seine tatsächliche Rolle in der mesopotamischen Mythologie geführt hat. Diese Darstellung trägt oft dazu bei, die ursprüngliche Schutzfunktion von Pazuzu zu übersehen und ihn in den Bereich des rein bösen Übernatürlichen zu verschieben. Seine Darstellung und Rolle in der mesopotamischen Mythologie reflektieren eine tiefe kulturelle und religiöse Bedeutung, die die Verbindung zwischen dem Übernatürlichen und dem Alltäglichen unterstreicht. Durch seine Natur als Beschützer und Schreckensgestalt bleibt Pazuzu eine faszinierende und bedeutende Figur in der Welt der alten Mythologien. Lamashtu, eine zentrale Figur der mesopotamischen Mythologie, ist bekannt für ihre bedrohlichen Eigenschaften und ihre Rolle als böser Dämon. Im Gegensatz zu vielen anderen Dämonen handelte sie aus eigenem Antrieb und nicht auf Anweisung der Götter. Ihre Ursprünge reichen bis ins 3. Jahrtausend vor Christus zurück. Sie wird eindeutig als Tochter des Himmelsgottes Anu beschrieben, was ihre besondere Stellung und Macht unter den Dämonen unterstreicht. In der mesopotamischen Mythologie ist Lamashtu besonders gefährlich und mit vielfältigen Formen von Unheil verbunden. Lamashtu wird oft als eine Kreatur mit menschlichen und tierischen Merkmalen beschrieben, meist mit dem Kopf eines Löwen oder einer Katze, dem Körper einer schwangeren Frau, langen Krallen und manchmal Flügeln und einem Schlangenschwanz. Diese Darstellungen unterstreichen ihre bedrohliche Natur und ihre Verbindung zu bösartigen Kräften. Bekannt für die Verbreitung von Krankheiten und die Bedrohung von Neugeborenen, wird sie in alten Texten und Amuletten als Gestalt beschrieben, die Fehlgeburten und Säuglingstode verursacht und schwangeren Frauen schadet. Schutzrituale und Amulette wurden verwendet, um sich vor ihr zu schützen. Lamashtu und die biblische Lilith teilen viele Eigenschaften. Insbesondere ihre Bedrohung für Neugeborene und Schwangere. Lilith ist eine Figur der jüdischen Folklore, die in späteren Legenden als Dämon beschrieben wird. Beide Figuren spiegeln ähnliche kulturelle Ängste wider, obwohl sie in unterschiedlichen Traditionen existieren und ihre spezifischen Darstellungen variieren. Lamashtu kann mit einem Amulett oder einer Statue, auf dem das Abbild von Pazuzu ist, gebannt werden. Namtar, auch eine bedeutende Figur in der mesopotamischen Mythologie, insbesondere in der babylonischen und sumerischen Tradition. Er wird oft als Gott des Todes und des Schicksals beschrieben, eine Rolle, die ihm eine zentrale Position im pantheistischen Gefüge der alten mesopotamischen Religionen verleiht. Namtar gehört zu den weniger bekannten, aber bedeutenden Gottheiten der mesopotamischen Mythologie. Sein Name wird oft als Namtar oder Namtaru transliteriert und bedeutet in etwa Schicksal oder Bestimmung. Er ist vor allem als Gott des Todes und der Unterwelt bekannt. Namtar wird häufig als der Vollstrecker des Schicksals angesehen, der über die Lebensdauer der Menschen entscheidet und ihre Seelen in die Unterwelt führt. In der mesopotamischen Mythologie ist Namtar eng mit der Göttin Ereshkigal verbunden, der Herrin der Unterwelt. Er spielt eine Schlüsselrolle in den Geschichten, die die Welt der Toten betreffen, und seine Funktionen sind eng mit den Vorstellungen von Leben, Tod und Schicksal verwoben. Namtaru wird manchmal als eine Art Lebensspender oder Wohlwollender in der Unterwelt beschrieben, und in diesem Sinne könnte er eine unterstützende Rolle für Ereshkigal spielen.
In einigen Texten wird Namtaru als eine Art Diener oder Begleiter von Ereshkigal beschrieben, der im Unterweltsreich wirkt. Namtar wird oft in einem düsteren und eindringlichen Kontext dargestellt, passend zu seiner Rolle als Gott des Todes. In den bildlichen Darstellungen und Texten wird er manchmal mit einem strengen, einschüchternden Ausdruck gezeigt. Seine ikonografische Darstellung kann variieren, aber typischerweise wird er als eine ernste und mächtige Figur beschrieben, die die Autorität über das Leben nach dem Tod besitzt. Manchmal wird Namtar mit Symbolen der Unterwelt und des Todes dargestellt, wie etwa mit einem Zepter oder anderen Zeichen der Macht über das Jenseits. Diese Darstellungen reflektieren seine Funktion als Gott, der das Schicksal der Menschen lenkt und ihre Seelen in die Unterwelt führt. Namtar hat in der mesopotamischen Mythologie eine doppelte Funktion als Gott des Todes und des Schicksals. Seine Rolle als Todesgott ist eng mit den Vorstellungen von der Unterwelt verbunden, in der die Seelen der Verstorbenen verweilen. Er ist der Vollstrecker der göttlichen Ordnung, der die Seelen der Toten aufnimmt und sie in das Reich von Ereshkigal überführt. Namtaru wird oft im Zusammenhang mit Todesritualen und der Pflege der Seelen in der Unterwelt erwähnt. Während Ereshkigal die Hauptgöttin der Unterwelt ist, könnte Namtaru eine unterstützende Rolle bei der Verwaltung der Seelen und der Durchführung von Ritualen spielen, die Ereshkigal gewidmet sind. Die genauen Details der Beziehung können variieren, aber oft ergänzen sich ihre Rollen in der Vorstellung von der Unterwelt. Als Gott des Schicksals ist Namtar auch für die Bestimmung des Lebens und des Todes verantwortlich. Er wird oft als eine Art Schicksalsrichter dargestellt, der über das Leben der Menschen wacht und über ihre Lebensdauer entscheidet. Diese Rolle macht ihn zu einer wichtigen Figur in den religiösen Vorstellungen der mesopotamischen Gesellschaft, die stark an Schicksal und Vorbestimmung glaubte. In den Texten und Ritualen wird Namtar häufig als eine unaufhaltsame Kraft beschrieben, die den natürlichen Verlauf des Lebens und des Todes bestimmt. Er wird manchmal als eine Art Schicksalsgottheit dargestellt, die das Leben der Menschen nach festen Regeln und Vorgaben lenkt, wobei ihre Einhaltung der göttlichen Ordnung gewährleistet ist. Seine Bedeutung in der mesopotamischen Kultur wird durch die Art und Weise, wie seine Figur in Ritualen und religiösen Texten verwendet wird, deutlich. Zum Beispiel gibt es Parallelen zu Figuren wie Hades in der griechischen Mythologie oder Anubis in der ägyptischen Mythologie, die ebenfalls eine zentrale Rolle in der Unterwelt und beim Schicksal der Seelen spielen. Diese Ähnlichkeiten reflektieren universelle menschliche Themen wie den Tod, das Jenseits und das Schicksal, die in verschiedenen Kulturen auf unterschiedliche Weise interpretiert wurden. Seine Funktionen als Vollstrecker des Schicksals und Herr der Unterwelt reflektieren die tief verwurzelten Ängste und Überzeugungen der Menschen dieser Zeit über das Leben nach dem Tod und die göttliche Ordnung. Durch seine Darstellungen in der Kunst und seine Rolle in den religiösen Texten bietet Namtar wertvolle Einblicke in die komplexen Vorstellungen von Tod und Schicksal in der mesopotamischen Kultur. In der alten mesopotamischen Kultur spielten Geister und Dämonen eine bedeutende Rolle im Verständnis von Tod und Jenseits. Unter diesen Geistern waren die Gidim, auch Giddim genannt, besonders bemerkenswert. Diese ruhelosen Geister der Toten wurden als bösartig angesehen und spiegelten die tief verwurzelten Ängste und Überzeugungen der Mesopotamier wider. Die Gidim galten als Seelen von Verstorbenen, die keinen Frieden finden konnten. Ihre Ruhelosigkeit konnte mehrere Ursachen haben. Menschen, die auf gewaltsame oder unerwartete Weise starben, wurden oft als Gidim zurückgelassen. Ebenso konnten Seelen, die noch unerledigte Angelegenheiten oder unerfüllte Pflichten hatten, keine Ruhe finden. Eine unsachgemäße Beerdigung oder das Fehlen von Begräbnisritualen und Opfergaben konnten ebenfalls dazu führen, dass die Seele nicht in die Unterwelt gelangte. Diese Geister wurden oft als Schatten oder bösartige Wesen beschrieben, die die Lebenden heimsuchten. Sie konnten Krankheiten, Unglück und sogar den Tod bringen. Ihre bösartige Natur wurde häufig mit dem unvollständigen Übergang ins Jenseits und der daraus resultierenden Unzufriedenheit und Wut erklärt.
Um sich vor den Gidim zu schützen oder sie zu besänftigen, führten die Mesopotamier verschiedene Rituale und Zeremonien durch. Regelmäßige Opfergaben an die Verstorbenen, wie Lebensmittel und Getränke, waren üblich, um die Geister zu besänftigen und ihnen im Jenseits zu helfen. Priester und Beschwörer führten Rituale durch, um die Gidim zu vertreiben oder zu beruhigen, und sorgfältige Beerdigungspraktiken wurden eingehalten, um sicherzustellen, dass die Seele eines Verstorbenen in die Unterwelt gelangte und nicht als Gidim zurückkehrte. Die Vorstellung von Gidim spiegelte die tief verwurzelten Ängste der Mesopotamier vor dem Tod und dem Jenseits wider. Diese Geister symbolisierten nicht nur die Unsicherheiten und Gefahren des Lebens nach dem Tod, sondern auch die Wichtigkeit der Einhaltung religiöser und sozialer Normen. Die Furcht vor ruhelosen Geistern verstärkte die Bedeutung von Bestattungsritualen und Opfergaben, die als grundlegend für das Wohlergehen sowohl der Lebenden als auch der Toten angesehen wurden. Die Gidim der mesopotamischen Mythologie verkörperten somit die ruhelosen Geister der Toten, deren bösartige Natur die Ängste und Glaubensvorstellungen der alten Mesopotamier widerspiegelte. Diese Geister, die aufgrund von gewaltsamen Toden, ungeklärten Geschäften oder unsachgemäßen Beerdigungen keine Ruhe fanden, spielten eine zentrale Rolle im spirituellen und kulturellen Leben des alten Mesopotamien. In dieser geheimnisvollen Welt spielen auch die Rabisu eine besondere Rolle als schattenhafte Dämonen, die in den dunklen Ecken der Welt lauern. Diese Dämonen sind für ihre heimtückische Natur und ihre Vorliebe für gefährliche Orte bekannt. Der Name Garabisu selbst vermittelt bereits ein Gefühl der Bedrohung und des Unheimlichen, da diese Wesen oft als in den Schatten lauernde, bösartige Entitäten beschrieben werden. Rabisu sind nicht nur Geister oder Dämonen, sondern vielmehr eine konkrete Vorstellung von Gefahr und Unheil, die in den dunklen, unerforschten Bereichen des Alltags lauerten. Sie sind oft mit Orten verbunden, die als besonders gefährlich oder unsicher gelten, wie verlassene Gebäude, dunkle Wälder oder abgelegene Gegenden der Städte. Die Mesopotamier glaubten, dass diese Dämonen ihre Opfer heimlich beobachten und in Momenten der Schwäche oder Verwundbarkeit zuschlagen konnten. Die Vorstellung der Rabisu ist tief in der mesopotamischen Kultur verwurzelt und reflektiert die Ängste und Unsicherheiten der Menschen vor dem Unbekannten. Diese Dämonen wurden oft als Schatten oder dunkle Silhouetten dargestellt, die sich in den dunklen Ecken oder versteckten Bereichen aufhielten, um die Lebenden zu erschrecken oder zu schädigen. Die Vorstellung, dass Rabisu in den Schatten lauern, unterstreicht die Angst vor dem Unsichtbaren und Unbekannten und verstärkt die Vorstellung, dass Gefahr oft dort lauert, wo sie am wenigsten erwartet wird. Um sich vor den Rabisu zu schützen, führten die Menschen verschiedene Rituale und Schutzmaßnahmen durch. Dazu gehörten spezielle Beschwörungen, Amulette und Opfergaben, die darauf abzielten, diese dunklen Wesen abzuwehren oder sie zu besänftigen. In der mesopotamischen Kultur war es üblich, präventive Maßnahmen zu ergreifen, um die Lebenden vor den potenziellen Gefahren zu schützen, die von diesen schattenhaften Dämonen ausgehen könnten. Zusammenfassend sind die Rabisu ein faszinierendes Beispiel für die Art und Weise, wie die mesopotamische Mythologie Ängste und Bedrohungen personifizierte. Diese schattenhaften Dämonen, die oft in dunklen Ecken und an gefährlichen Orten lauerten, repräsentierten die Unsicherheiten und Gefahren, die die Menschen damals als Teil ihrer alltäglichen Realität empfanden. Die kulturellen Maßnahmen zur Abwehr dieser Dämonen reflektieren das Bemühen, sich gegen die unsichtbaren Kräfte der Dunkelheit zu wappnen. In den tiefen und geheimnisvollen Weiten der mesopotamischen Mythologie gibt es zahlreiche Wesen, die verschiedene Aspekte des übernatürlichen Universums verkörpern. Unter diesen Wesen nimmt Itlurugu eine besondere Stellung ein. Als Dämon, der das Böse personifiziert, symbolisiert Itlurugu eine dunkle und bedrohliche Kraft, die tief in den Ängsten und Glauben der alten Mesopotamier verwurzelt ist. Er wird oft als die Verkörperung des reinen Bösen beschrieben, eine dämonische Entität, die alle negativen und zerstörerischen Eigenschaften in sich vereint. Dieser Dämon steht für Chaos,
Unheil und das, was die kosmische Ordnung bedroht. In der mesopotamischen Vorstellung repräsentiert Itlurugu das, was im religiösen und moralischen Sinne als verderblich oder gefährlich angesehen wird. Die Vorstellung von Itlurugu als Personifizierung des Bösen geht über bloße Erscheinung oder Verhalten hinaus, sie umfasst die gesamte Essenz von Bedrohung und Dunkelheit. Itlurugu wird häufig mit Symbolen der Zerstörung und des Chaos in Verbindung gebracht. Diese Verbindungen sind nicht nur metaphorisch, sondern auch praktisch in den Ritualen und Beschwörungen verankert, die darauf abzielen, diese dunklen Mächte abzuwehren oder zu kontrollieren. In den alten Texten und Legenden wird er oft als unheimlicher und beängstigender Dämon beschrieben, dessen Präsenz allein schon Unheil und Schrecken bringt. Die alten Mesopotamier betrachteten ihn als eine ernsthafte Bedrohung, die mit negativen Ereignissen wie Seuchen, Unglück oder Naturkatastrophen in Verbindung gebracht wurde. Diese Vorstellung spiegelte die tiefe Angst vor den unkontrollierbaren und gefährlichen Kräften des Unbekannten wider, die als Bedrohungen für das Wohlbefinden und die Sicherheit der Menschen galten. Um sich vor dem Bösen, das Itlurugu personifizierte, zu schützen, ergriffen die Mesopotamier verschiedene Maßnahmen. Diese umfassten spezielle Rituale und Beschwörungen, die von Priestern durchgeführt wurden, um den Dämon abzuwenden oder zu besänftigen. Opfergaben und Gebete waren ebenfalls Teil dieser Praktiken, die darauf abzielten, die Mächte des Bösen in Schach zu halten und die kosmische Ordnung zu bewahren. Die kulturelle Bedeutung von Itlurugu liegt nicht nur in seiner Rolle als Dämon, sondern auch in der Art und Weise, wie seine Präsenz die Vorstellung von Gut und Böse, von Ordnung und Chaos in der mesopotamischen Welt formte. Der Dämon stand als Symbol für die ständige Bedrohung durch das Böse, das immer darauf lauert, die Ordnung der Welt zu zerstören. Durch die Verehrung und die rituellen Praktiken, die gegen Itlurugu gerichtet waren, versuchten die Mesopotamier, die Balance zwischen den kosmischen Kräften zu bewahren und sich gegen die dunklen Mächte zu wappnen. Zusammenfassend ist Itlurugu ein komplexes und bedeutsames Wesen in der mesopotamischen Mythologie. Als Personifizierung des Bösen verkörpert dieser Dämon die tiefsten Ängste und die Vorstellung von Chaos und Zerstörung. Die kulturellen und religiösen Praktiken, die sich um Itlurugu ranken, reflektieren das Bemühen der Mesopotamier, sich gegen die dunklen Kräfte zu schützen, die ihre Welt beeinflussen könnten. Latarak ist eine weniger bekannte Gottheit der mesopotamischen Mythologie, die nicht die gleiche Aufmerksamkeit erhalten hat wie die großen Götter wie Marduk, Ishtar oder Enlil. Er gilt eher als Dämon oder Unterweltgottheit und spielt eine interessante Rolle im Pantheon der alten Mesopotamier. Wir untersuchen Latarak in Bezug auf seine Herkunft, seine Rolle, seine Darstellung und seine Bedeutung innerhalb der mesopotamischen Mythologie. Latarak wird hauptsächlich in der sumerischen und babylonischen Mythologie erwähnt, wobei seine genaue Herkunft und Bedeutung in den verfügbaren Quellen nicht vollständig geklärt sind. Wie viele kleinere Gottheiten der mesopotamischen Mythologie ist Latarak möglicherweise eine regionale oder weniger prominente Figur, deren Bedeutung und Funktionen in den verschiedenen Städten und Kulturen der Region variierten. In den überlieferten Texten wird Latarak gelegentlich als Gottheit erwähnt, die mit bestimmten Aspekten des natürlichen oder gesellschaftlichen Lebens verbunden ist. Es gibt jedoch nur wenige detaillierte Informationen über seine spezifischen Funktionen oder Attribute. Die Quellen, die ihn erwähnen, sind oft fragmentarisch und liefern keine umfassenden Beschreibungen seiner Rolle im Pantheon. Da Latarak in den erhaltenen Texten nicht ausführlich beschrieben wird, ist seine genaue Rolle im Pantheon der mesopotamischen Götter nicht vollständig bekannt. Dennoch lassen sich einige Hinweise auf seine Funktionen und Bedeutung ableiten. Latarak hatte insbesondere in Mari, heute Tel Hariri, eine zentrale Rolle. Sein Einfluss konnte durch kulturelle und religiöse Interaktionen auch auf benachbarte Städte und Regionen wie Ebla, Karkemisch sowie möglicherweise Assyrien und Babylon ausgeweitet werden. In den wenigen Texten, die Latarak erwähnen, könnte er mit Aspekten wie Fruchtbarkeit,
Natur oder bestimmten gesellschaftlichen Funktionen in Verbindung gebracht werden. Da es jedoch an umfassenden Informationen fehlt, bleiben seine spezifischen Attribute weitgehend spekulativ. Die Stadt Mari, ein wichtiges urbanes Zentrum im oberen Euphratgebiet, hat eine Vielzahl von Texten hinterlassen, die auf die dortige Religion und Gottheiten hinweisen. Die wichtigsten Quellen sind die Mari-Archive. Diese Keilschriftdokumente enthalten administrative, rechtliche und religiöse Texte. Einige dieser Texte erwähnen Latarak in Kontexten, die auf seine Rolle als Gottheit in Mari hinweisen. Beispielsweise gibt es Hinweise darauf, dass Latarak in Tempeln oder Ritualen eine Rolle spielte. Die genaue Natur dieser Rolle ist jedoch nicht immer klar. Einige rituelle Texte aus Mari erwähnen Latarak als Teil der religiösen Praxis. Diese Texte beschreiben Zeremonien und Opfer, die Latarak einbeziehen, was darauf hindeutet, dass er in bestimmten rituellen Kontexten verehrt wurde. Leider sind viele dieser Texte fragmentarisch und bieten keine vollständige Darstellung seiner Rolle. In verschiedenen Götterlisten, die in Mesopotamien verwendet wurden, wird Latarak gelegentlich aufgeführt. Diese Listen geben oft an, welche Gottheiten in einem bestimmten religiösen Kontext verehrt wurden. Latarak erscheint in diesen Listen manchmal in Zusammenhang mit Fruchtbarkeit oder Natur, aber detaillierte Beschreibungen fehlen häufig. Die Darstellung von Latarak in der mesopotamischen Kunst und Literatur ist begrenzt, was zu seiner vergleichsweise unbekannten Stellung beiträgt. Es gibt keine weit verbreiteten bildlichen Darstellungen von Latarak, die seine Erscheinung oder Symbolik veranschaulichen. Die wenigen Hinweise, die über Latarak bekannt sind, beschränken sich oft auf textliche Erwähnungen ohne detaillierte Beschreibungen seiner visuellen Darstellungen. Latarak kann in gewisser Weise mit anderen weniger bekannten oder regionalen Gottheiten aus verschiedenen Mythologien verglichen werden. In vielen alten Kulturen gab es lokale Götter und Göttinnen, deren Bedeutung und Rolle auf bestimmte kulturelle Kontexte beschränkt waren. Diese Gottheiten könnten ähnliche Funktionen oder Attribute gehabt haben, jedoch nicht den gleichen Grad an Verehrung oder Aufmerksamkeit wie die zentralen Götter des Pantheons. Zum Beispiel könnte Latarak mit Figuren wie dem ägyptischen Gott Bes verglichen werden, der in der ägyptischen Mythologie eine wichtige Rolle als Schutzgott und Symbol für das Heim und die Familie spielte, jedoch nicht die gleiche universelle Bedeutung wie Götter wie Ra oder Osiris hatte. Die Bedeutung von Latarak in der mesopotamischen Mythologie liegt in seiner Rolle als Teil des vielfältigen Pantheons der alten Mesopotamier. Auch wenn er weniger bekannt ist und seine spezifische Rolle und Attribute nicht vollständig dokumentiert sind, stellt Latarak ein Beispiel für die Vielzahl und Komplexität der göttlichen Figuren in der mesopotamischen Religion dar. Seine Existenz zeigt, dass die religiösen Vorstellungen der Mesopotamier eine breite Palette von Gottheiten umfassten, die unterschiedliche Aspekte des Lebens und der Natur repräsentierten. Latarak ist zwar eine weniger bekannte, aber dennoch bedeutende Gottheit der mesopotamischen Mythologie. Obwohl seine spezifischen Funktionen und Darstellungen nicht vollständig dokumentiert sind, bietet seine Existenz wertvolle Einblicke in die Vielfalt der göttlichen Figuren im Pantheon der alten Mesopotamier. Die begrenzten Informationen über Latarak erinnern daran, dass auch kleinere oder regionale Gottheiten wichtige Rollen in den religiösen und kulturellen Kontexten der alten Kulturen spielen können. Die Erforschung solcher Figuren hilft dabei, ein umfassenderes Bild der komplexen religiösen Welt des alten Mesopotamiens zu zeichnen. Kingu ist eine faszinierende und bedeutende Figur in der babylonischen Mythologie. Er ist vor allem bekannt als der Anführer der Truppen von Tiamat, der Urgöttin des Chaos und des Salzwassers. Kingu spielt eine zentrale Rolle im mythologischen Epos der Schöpfung, besonders im Enuma Elish, dem babylonischen Schöpfungsepos. Kingu ist eine göttliche Figur, die eng mit der mythologischen Geschichte von Tiamat und der Schöpfung des Kosmos verbunden ist. In der babylonischen Mythologie ist Tiamat eine uralte Göttin des Chaos und des Salzwassers, die in einem kosmischen Kampf gegen die jüngeren Götter der Ordnung und des Himmels kämpft.
Kingu wird als der Anführer der Armeen von Tiamat beschrieben und spielt eine zentrale Rolle in diesem Kampf. Kingu wird in den babylonischen Schöpfungsmythen, insbesondere im Enuma Elish, als eine Schlüsselgestalt dargestellt. Dieser Text beschreibt den Konflikt zwischen den älteren Chaosgöttern angeführt von Tiamat und den jüngeren Göttern des Himmels, angeführt von Marduk, dem höchsten Gott des babylonischen Pantheons. Nach dem Tod von Tiamat im Kampf gegen Marduk wird Kingu gefangen genommen und zu einem entscheidenden Moment in der Schöpfungsgeschichte. In dieser Rolle ist Kingu nicht nur ein Krieger, sondern auch ein bedeutender Akteur in den kosmischen Ereignissen, die zur Ordnung des Universums führen. Nach dem Sieg von Marduk über Tiamat wird Kingu bestraft. Marduk nimmt ihm das Herz heraus und verwendet es, um die Menschheit zu erschaffen. Diese Tat symbolisiert die Zerschlagung der chaotischen Kräfte und die Etablierung der kosmischen Ordnung. Kingus Tod und seine Transformation in die Materie der Schöpfung unterstreichen den endgültigen Triumph der Ordnung über das Chaos. Die Darstellungen von Kingu in der babylonischen Kunst und Literatur sind eher symbolisch und weniger detailliert als die von Tiamat oder Marduk. In den mythologischen Texten wird Kingu oft als mächtiger Krieger beschrieben, der die Armeen von Tiamat führt, aber konkrete bildliche Darstellungen sind rar, und Darstellungen in den mythologischen Texten betont seine militärische und göttliche Macht. In der babylonischen Kunst, insbesondere in Siegeln und Reliefs, könnten Symbole verwendet worden sein, um seine Rolle als Krieger und Führer der Chaoskräfte zu kennzeichnen. Kingu hat Parallelen zu anderen mythologischen Figuren, die in kosmischen Kämpfen eine ähnliche Rolle spielen. Zum Beispiel kann er mit Figuren wie Apophis in der ägyptischen Mythologie oder mit den Titanen in der griechischen Mythologie verglichen werden, die ebenfalls in Konflikte mit den Göttern der Ordnung verwickelt sind. Die Vorstellung eines führenden Kriegers der Chaosmächte, der gegen die Kräfte des Himmels kämpft, ist ein häufiges Motiv in vielen mythologischen Traditionen. Diese Figuren repräsentieren oft die chaotischen, ungezähmten Kräfte der Natur oder des Kosmos, die von den Göttern der Ordnung gezähmt oder besiegt werden müssen. Er ist eine zentrale Figur in der babylonischen Schöpfungsgeschichte und spielt eine entscheidende Rolle bei der Etablierung der kosmischen Ordnung. Seine Geschichte reflektiert die tiefgreifenden kulturellen und religiösen Überzeugungen der babylonischen Gesellschaft, die den Konflikt zwischen Chaos und Ordnung als grundlegend für das Verständnis des Universums ansah. Die Transformation von Kingu in die menschliche Materie durch Marduk symbolisiert die endgültige Überwindung des Chaos und die Schaffung einer Weltordnung, die den Menschen als Teil des göttlichen Plans einordnet. Dieser Mythos unterstreicht die Bedeutung des kosmischen Kampfes und die Rolle der Götter als Schöpfer und Bewahrer der Ordnung. Seine Darstellung als Krieger und seine Transformation nach dem Sieg von Marduk reflektieren zentrale Themen der babylonischen Religion und Kultur, einschließlich des Konflikts zwischen Chaos und Ordnung. Trotz dieser Unterschiede haben die Mythen der Anunnaki und Igigu-Götter in der sumerischen und akkadischen Tradition nichts von ihrer Faszination verloren. Diese Mythen werfen grundlegende Fragen auf, die die menschliche Vorstellungskraft seit Jahrhunderten beflügeln und die Grundlagen unseres Daseins herausfordern. Eine mögliche Überlegung wäre die Frage nach dem Zweck und Schicksal der Menschheit in der Welt, die aus den sumerischen Mythen abgeleitet werden kann. Die Vorstellung, dass die Menschheit als Produkt göttlicher Schöpfung entstanden ist, wirft Fragen nach unserer Beziehung zu den Anunnaki und Igigu auf. Sind wir nur Diener, oder haben wir ein größeres Schicksal? Diese Überlegungen führen zu einem tieferen Verständnis unserer Rolle im Universum und unserer Verantwortung gegenüber höheren Mächten. Danke für eure Aufmerksamkeit und Unterstützung. Wenn euch dieser Einblick gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen, und wie immer bin ich neugierig auf eure Gedanken und Meinungen zu diesem Thema. Gibt es spezielle Aspekte oder Figuren, über die ihr mehr erfahren möchtet? Lasst es mich wissen, ich freue mich auf eure Rückmeldungen und den Austausch darüber, wie diese faszinierenden Mythen und Legenden auch in der heutigen Zeit auf uns wirken. Bis zum nächsten Mal.